Hallo, mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen. Heute wieder ein Unity-Tutorial von mir. Und kleiner Hinweis, du weißt ja, Likes, Kommentare und auch Abos helfen bei der Reichweite. Wäre toll, wenn du mir helfen würdest. Also, dann fangen wir mal an. Ich bin also hier im Unity Hub und mache mir ein neues Projekt. Das nenne ich Helikopter. Und das ist ein 3D-Projekt mit dem Standard-Renderer. Ich bin jetzt also in der Unity-Oberfläche angekommen und als erstes brauchen wir mal ein paar Assets. Also ab in den Asset Store. Ich habe mir zwei kostenlose Assets rausgesucht. Einmal Police Car and Helicopter ist kostenlos und Simple City Pack Plane ebenfalls kostenlos. Das holst du dir einfach. Das findest du dann hier im Package Manager unter My Assets. Ich lade das runter und importiere. Mit dem Helikopter ganz genauso. Dann sind hier die beiden Assets. Gucken wir mal rein. Da sind Prefabs drin. Da haben wir die ganzen Häuser. Dann haben wir hier Gras und so weiter. Also da können wir ein bisschen was draus machen. Zum Probieren reicht's. Beim Helikopter haben wir hier ein Prefab vom Helikopter. Der sieht eigentlich ziemlich gut aus. Da können wir was draus machen. Gut, als erstes mal kurz hier die Fläche. Wir brauchen ein Terrain. Rechtsklick, 3D-Objekt, Terrain. Das hat jetzt hier natürlich so ein Kachelmuster erstmal. Da wollen wir natürlich irgendwas Schönes haben. Also gehen wir hier rechts zu dem Terrain, drücken hier auf dieses Bergsymbol mit dem Pinsel, sagen hier Paint Texture. Dann brauchen wir also jetzt erstmal ein Layer. Können wir Edit Terrain Layers anklicken. Und dann machen wir noch einen zweiten. Nämlich hier dieses Dirt. Und dann können wir noch ein paar Häuser gebrauchen. Wir gehen jetzt einfach in das Simple City Plane zu den Prefabs und gucken mal, was es da so gibt. Ich nehme mal hier das Hochhaus. Das kann man einfach per Drag and Drop jetzt hier in die Szene ziehen. Und lasst es einfach jetzt fallen hier. Doppelklick hier in der Hierarchie auf das Gebäude, zoomt uns ran. Und jetzt haben wir das Gebäude hier stehen. Steht auch direkt auf dem Boden. Das macht Unity automatisch. Gut, stellen wir noch ein anderes Haus daneben. Das möchte ich gedreht haben. Das heißt, ich kann hier dieses Werkzeug nehmen und das Gebäude einfach hier drehen. Stelle das daneben. Dann möchte ich eine Straße, dieses Prefab von der Straße. Und dann kannst du einfach Steuerung D drücken und das duplizieren und verschieben. Jetzt siehst du hier, es ist relativ kompliziert, genau das so zusammenzufügen, dass dazwischen kein Spalt ist oder das nicht zu weit überlappt. Da gibt es einen Trick und zwar, du musst das Werkzeug hier angekreuzt haben, dann drückst du V, suchst die Ecke, das ist also das entsprechende Vertex hier und drückst jetzt mit der Maus, mit der linken, dann kannst du das genau da dran snappen an das andere Objekt. Du kannst auch jetzt so ein ganzes Straßenstück zum Beispiel nehmen, indem du einfach die Shift-Taste gedrückt hältst und alle Straßen markierst. Dann Steuerung D drücken, das Ganze dann verschieben und jetzt genauso mit V das dran snappen und dann das Ganze. Damit das Ganze jetzt ein bisschen schneller geht, das Bauen, machen wir folgendes. Erstmal machst du dir einen Prefabs-Ordner. Das heißt, du gehst hier auf Assets, machst einen Rechtsklick, Create Folder und nennst den Ordner Prefabs. Das habe ich hier schon gemacht, das ist der Ordner. Anschließend erstellst du in der Szene ein leeres Game-Objekt, also du klickst hier rein, rechts, Create Empty, nennst das zum Beispiel Street Group oder sowas. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen, dass du das nicht versetzt hast. Du siehst hier, meine Street Group ist ziemlich versetzt von dieser Straße. Deshalb ist es das Beste, du nimmst hier das erste Objekt, was du da drin haben willst. Das heißt, hier klickst du das an und gehst hier oben auf Transform und machst Copy, Position. Dann gehst du zu dem Street Group Objekt und machst Paste Position.
Jetzt haben wir also diese Street Group genau auf dem ersten Straßenfeld und anschließend drückst du also den ersten Teil von deiner Auswahl, das du auswählen willst. Also in meinem Fall ist das hier diese Lampe. Dann drücke ich Shift und nehme das letzte Objekt. Jetzt habe ich die alle markiert und ziehe die jetzt hier rein in Street Group. Und anschließend ziehe ich die ganze Street Group in den Prefabs-Ordner. Und jetzt kann ich hergehen und einfach hier raus aus dem Prefabs-Ordner meine Straßen ziehen. Und auf diese Art und Weise ist man dann wesentlich schneller. Das kann man auch mit Häusern machen oder mit anderen Sachen. Wir haben ja hier noch Bänke zum Beispiel dabei oder Blumentöpfe und so weiter. Also auf diese Art und Weise baue ich mir jetzt hier mal so eine kleine Stadt und du machst einfach das Gleiche, würde ich sagen, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt hier so auf die Schnelle so eine Stadt zusammengebaut. Ich habe hier ganz zum Schluss jetzt noch mit dem Dirt Layer, hieß der hier, also mit diesem Dirt Textur noch einen zusätzlichen Layer gemacht mit Edit Terrain Layer und habe dann hier noch ein bisschen reingezeichnet, dass es also nicht alles so ganz grün ist. Ein bisschen hier Opacity nicht so hoch gemacht, sodass es also das Grüne und dieses Dunkle zusammenkommt. Es ist noch nicht perfekt, bei weitem nicht, du kannst es viel besser machen. Es geht mir aber in diesem Tutorial hauptsächlich um das Fliegen mit dem Hubschrauber. Deswegen lasse ich das jetzt ja mit der Stadt mal so, wie es hier ist und setze mir jetzt einfach mal hier irgendwo den Hubschrauber rein. Also du gehst auf dieses Package mit dem Hubschrauber zu den Prefabs und ziehst mal den Hubschrauber hier rein irgendwo. Ich stelle den mal hier hin. So, und jetzt hole ich mir noch die Kamera mal ran. Die Kamera, die setze ich jetzt einfach mal hier auf den Hubschrauber. Also die Main-Kamera, die ziehe ich einfach in den Hubschrauber rein. Und dann gehe ich auf die Kamera und setze mal die Kamera auf 0. Weil die ist ja jetzt ein Kind vom Helikopter. Also die ist jetzt am Original, am Origin von dem Helikopter. Das ist hier unten an den Kufen. Oh, und jetzt setze ich ein bisschen hoch. Ein bisschen zurück. So, dass wir jetzt also so vielleicht den Helikopter von hinten so sehen. So, jetzt ist es so mit dem Fliegen, jetzt können wir ja hier nicht das irgendwie animieren oder so, weil das soll ja also frei rumfliegen, nicht irgendwie an festen Bahnen oder so. Wir wollen den ja selber steuern. Also müssen wir hier mit Physik was machen. Um das zu machen, dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Rigid Body. Ich gebe dem Helikopter jetzt hier einen Rigid Body und das mache ich gleich im Prefab. Ich gehe also in den Helikopter Prefab rein, drücke also doppelt auf Helikopter. Dazu brauche ich einfach nur hier unten auf Add Component und dann Rigid Body. Jetzt kann ich hier bestimmen, wie schwer ist jetzt mein Helikopter. Ich lasse das jetzt einfach mal hier bei 1. Dann ist hier die Reibung zum Beispiel, ob ich Gravitation haben will und so weiter. Jetzt können wir mal ausprobieren, wie sich das schon mal auswirkt. Wir machen jetzt den Helikopter mal ein bisschen höher, als er vorher war. Also ich hebe den jetzt einfach mal an. Und wenn wir jetzt das Spiel starten, dann fällt der zu Boden. Und der fällt auch gleich durch zu Boden, weil der hat noch keinen Collider, so wie es aussieht. Also ich gehe wieder in das Prefab vom Helikopter, klicke also hier doppelt auf das Helikopter Prefab, bin hier wieder im Prefab-Modus, kreuzen wir einfach mal Convex hier an, probieren das jetzt nochmal. Und jetzt bleibt der stehen auf dem Boden. Jetzt brauchen wir ein Skript. Das heißt, macht ihr mal noch hier in Assets einen weiteren Folder, Rechtsklick, Create Folder und das wird ein Scripts Folder. So, den öffne ich und jetzt kommt da ein Skript rein und das macht man auch mit Rechtsklick Create und diesmal aber C#-Skript. Und ich nenne das einfach mal Heli. So, dieses Skript wird jetzt also unseren Helikopter steuern und das wird auch unser einziges Skript sein in diesem Anfänger-Tutorial. Um jetzt aber den Hubschrauber steuern zu können mit den Tasten, brauchen wir erstmal überhaupt die Eingabemöglichkeit. Jetzt könnten wir das alte Inputsystem nehmen, aber ich würde hier eigentlich gerne mal das neue Inputsystem verwenden und das holen wir uns jetzt mal im Package Manager. Wichtig ist, dass hier oben Unity Registry eingestellt ist und dann einfach mal Input eingeben. Da ist jetzt das Inputsystem, installieren und jetzt wird es wahrscheinlich bei dir auch so sein, dass du mal neu starten musst. Jetzt bin ich also zurück in der Engine im Editor und jetzt können wir mal kurz schauen, ob hier alles richtig eingestellt ist. Ich gehe in die Project Settings und schaue hier bei Player,
ob hier das neue Input-System eingestellt ist oder both. Das ist wichtig. Ich lasse jetzt mal both. Um das Skript jetzt mit dem Helikopter zu nutzen, ziehen wir das einfach per Drag and Drop auf den Helikopter, also auf das Game-Objekt. Und jetzt erscheint es hier. Du siehst, ich habe hier schon ein paar Felder deklariert. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Doppelklick auf das Skript und wir sind jetzt im Skript. Hier sind schon mal 3 Felder deklariert oder 4 sogar. Hier unten noch Felder, das sind Variablen, die hier in dem ganzen Skript gelten. Wenn jetzt nur hier in so einer Methode eine Variable steht, also ich mache mal ein Beispiel, dann gilt diese Variable natürlich nur in dieser Methode. Die hier gelten überall. Float, das ist hier der Datentyp, das heißt, dass es sich hierbei um eine Fließkommazahl handelt. Und bei WidgetBuddy, da handelt es sich um den Typen WidgetBuddy. Also genau die Komponente, die wir vorhin schon hinzugefügt hatten. Den WidgetBuddy, den müssen wir uns erstmal holen jetzt, damit wir damit arbeiten können. Das geht mit getComponent. So, und jetzt ist das hier also eigentlich im Nichts. Wir müssen es also unserer Variable zuweisen, nämlich diesem RB hier, dem WidgetBuddy. Und das können wir jetzt mal testen, wie man mit WidgetBuddy arbeitet. Ich mache hier mal eine Fixed Update Methode. Das ist eine Methode von Unity, die ist also hier in MonoBehavior. Wir haben hier nämlich von MonoBehavior. Ist die drin, ist die vorhanden schon, die können wir verwenden. Und Fixed Update heißt, dass es hier also zwischen den Frames immer die gleiche Zeit gibt. Bei dem Update hier oben, da ist das nicht so, da kann die Zeit auch variieren. Wenn wir Physik-Komponenten benutzen, wie jetzt hier diesen WidgetBuddy, dann müssen wir darauf achten, dass wir immer Fixed Update nehmen. Ich nehme hier mal Add Relative Force. Und jetzt können wir hier eine Kraft drauf geben und sagen, in welche Richtung jetzt unser Hubschrauber, der ja den WidgetBuddy hat, sich bewegen soll. Und wir wollen, dass der sich nach oben bewegt. Vektor 3, Punkt ab. Und da wird jetzt noch nicht viel passieren, weil der Hubschrauber, der hat ja ein Gewicht. Also einfach hier der Vektor 3, 0, 1, 0, das reicht nicht, um den schon nach oben zu bewegen. Deshalb multiplizieren wir den einfach mit einem bestimmten Wert, den wir dann erhöhen können. Durch unsere Eingabe, durch einen Joystick zum Beispiel. Das heißt hier dieses Motor Force, das nehmen wir mal und multiplizieren damit. Und dann nehmen wir hier noch einen anderen Force Mode, nämlich den Impuls-Mode. Jetzt machen wir einfach mal testweise und sagen, Motor Force wäre 300. Einfach mal zum Ausprobieren, was jetzt passiert. Das wird nicht so bleiben natürlich. Ich habe jetzt hier meinen Helikopter auf ein bisschen umgestellt. Ich habe hier eine Masse von 1000 eingestellt und ein Drag, also so eine Art Luftwiderstand kann man sagen hier, 0,05. Und die Werte, die brauchen wir noch nicht, das kommt später. Jetzt können wir einfach mal Play drücken. Und jetzt sehen wir hier, der Helikopter hebt ab. Das müssen wir jetzt natürlich noch steuern, das Ganze. Das mache ich wieder weg. Und wir machen uns eine weitere Methode dazu. Void Motor Input nenne ich die. Wichtig ist, dass du jetzt hier noch die Using-Direktive, das habe ich schon, Unity Engine Input System noch dazu fügst, weil wir wollen das neue Input-System verwenden. Das neue Input-System, das kann man jetzt auf 2 verschiedene Arten verwenden. Einmal kann man das mit Actions und Events machen und einmal kann man es auch direkt machen. Und wir machen jetzt hier mal die etwas einfachere direkte Art. Das heißt, wir gehen jetzt also direkt an das Gamepad ran und holen uns direkt die Werte. Zuerst speichern wir uns das Gamepad mal in der lokalen Variable. War Gamepad ist gleich Gamepad.current. Dieses Gamepad.current, das kommt vom Input-System. Jetzt gucken wir noch, ob das Gamepad auch wirklich eingesteckt ist, ob wir eins überhaupt haben, indem wir prüfen, ob das jetzt null oder nicht null ist, also gültig oder ungültig. Und jetzt besorgen wir uns die Trigger, also den linken und den rechten Trigger, mit dem werden wir dann also quasi das Gaspedal steuern. Und das geht
mit readValue, da holen wir uns den Wert, also Gamepad leftTrigger.readValue und rightTrigger.readValue, und wenn wir hier mal drauf hovern, dann sehen wir als Rückgabewert in den spitzen Klammern kriegen wir ein Float Value. Also das ist ein Wert zwischen 0 und 1, je nachdem wie stark der Trigger gedrückt wird. Wenn der Right Trigger größer als 0,1 ist, also nur leicht gedrückt ist, das F dahinter, das steht immer für Float, also das ist eine Zahl vom Wert Float, Fließkommazahl. Jetzt wissen wir also, der Right Trigger wurde so ein bisschen gedrückt, und jetzt errechnen wir uns hier die Motor Force. Motor Force Plus ist gleich Time.DeltaTime, also die Zeit, die zwischen dem letzten Aufruf dieser Methode hier vergangen ist, mal Motor Sensitivity von oben, mal Right Trigger, das ist jetzt hier also ein Wert zwischen 0 und 1. Und entsprechend erhöht sich hier die Motorzahl. Wenn ich hier stärker drücke beim Right Trigger, dann schneller, wenn langsamer gedrückt wird, etwas langsamer. Und wenn der rechte Trigger nicht gedrückt ist, dann gucken wir, ob der linke gedrückt ist. Und jetzt wird die Motorkraft entsprechend reduziert. Auf die gleiche Art wie oben. Nur Minus davor. Jetzt müssen wir natürlich noch Motor-Input aufrufen. Und zwar hier einfach im Update. Das wird also jetzt immer wieder aufgerufen in jedem Frame. Wir müssen jetzt natürlich unsere Komponente noch einstellen. Und zwar hier diese Motor Sensitivity, die brauchen wir noch. Die stelle ich jetzt mal auf 5. Starte und drücke den rechten Trigger. Und irgendwann sollte unser Helikopter abheben. Und das passiert auch. Dauert eine Weile jetzt mit 5. Wenn es schneller gehen soll, dann muss die Sensitivity, die Motor Sensitivity etwas erhöht werden. Aber an sich funktioniert es. Mit dem linken Trigger drücke, dann geht er auch wieder runter. Also ich stelle den Wert jetzt hier mal ein bisschen höher auf 30. Jetzt ist es aber so, dass die Rotorblätter hier ständig drehen. Das kommt dadurch, hier ist einfach eine Animation drauf, auf diesem Asset hier mit dem Animator und dem Animation Tool gemacht. Also das ist hier eine Animation. Wenn ich den Animator jetzt deaktiviere und starte, dann wird sich der Rotor nicht mehr drehen. Und das machen wir jetzt einfach per Skript. Ich habe ja also noch ein paar Felder hinzugefügt für den Rotor. Da gibt es jetzt also die Transform-Komponente vom Main-Rotor und vom Tail-Rotor, also hinten der Heckrotor. Und dann gibt es hier eine Variable Rotor-Speed. Damit können wir dann nochmal einstellen, wie schnell sich der Rotor dreht. Zwar wird der auch von der Motorforce abhängig sein, aber hier hat man also nochmal einen weiteren Wert, um nochmal extra das Maß einzustellen. Und jetzt lassen wir einfach direkt die beiden Rotoren rotieren, also einfach direkt mit der Methode Rotate, ohne Rigid Body, deswegen können wir das dann auch vom Update aufrufen. Also können wir hier einfach Rotate aufrufen. Hier habe ich noch einen Fehler drin, das ist nicht Force, sondern Motor Force. Also wir drehen als auf der jeweiligen Achse, einmal hier auf der Vektor 3 ab oder bei dem Heckrotor, der dreht sich ja seitlich, da ist es dann die Achse Vektor 3 Left, also die X-Achse. Und hier müssen wir jetzt Time.DeltaTime für die Animation verwenden, weil wir hier eben im Update nicht immer einen festen Abstand zwischen den Frames haben, sondern der ist unterschiedlich. Das heißt, wenn jetzt ein langsamer Rechner zum Beispiel wäre, dann wäre die Animation ja langsamer, wenn wir das nicht verrechnen würden. Deswegen verrechnen wir das Ganze hier mit Time.DeltaTime, damit das Rechner unabhängig wird. Dann multiplizieren wir mit dem Motor Speed und mit der Motor Force, und auf die Art und Weise können wir jetzt schön den Rotor einstellen und drehen lassen. Also wieder zum Helikopter. Da müssen wir uns jetzt hier von den Rotoren die Transform-Komponenten holen. Das heißt, ich gehe rein, ziehe den Main-Rotor hier drauf und den Tail-Rotor und stelle hier Rotor Speed Wert ein. Ich mache mal eine 10. Müssen wir mal ausprobieren, was gut ist. So, und wenn ich jetzt den Motor laufen lasse, dann siehst du, der Rotor dreht sich und der dreht sich immer schneller. Und jetzt hebt er ab. Okay, super. Als nächstes wollen wir natürlich noch lenken können. Um dir das ein bisschen besser zu erklären, ziehe ich den Hubschrauber einfach mal nach oben.
dass wir da mal ein bisschen weg sind von den Häusern. Wie funktioniert das jetzt mit einer Bewegung von so einem Hubschrauber? Du hast gesehen, wir haben jetzt schon die Kraft nach oben auf der Y-Achse verwendet. Das hat unseren Hubschrauber hochsteigen lassen. Und jetzt ist das Prinzip eigentlich, das Grundprinzip, ich bin auch kein Aerodynamiker oder Hubschrauber-Experte hier, aber so grundsätzlich funktioniert es folgendermaßen. Ich neige den Hubschrauber jetzt mal auf der Achse nach vorne. Und wenn wir uns jetzt hier dieses Werkzeug wieder einschalten, und jetzt sehen wir, hat sich die lokale Achse, die lokale Y-Achse von dem Hubschrauber ein bisschen gedreht. Die zeigt jetzt nicht mehr ganz nach oben, sondern so ein bisschen schräg nach oben. Und das bedeutet jetzt, dass die Kraft nicht mehr nur nach oben wirkt, sondern auch ein bisschen nach vorne. Und gleichzeitig hat ja der Hubschrauber ein Gewicht. Das zieht ihn wieder nach unten. Vorausgesetzt, die Kraft, die nach oben geht, und die Kraft, die nach unten geht, also das Gewicht, sind gleich, kann der Hubschrauber nicht mehr hoch, sondern der wird sich nur noch um diese Kraft hier nach vorne bewegen. Beziehungsweise er wird sich sogar leicht nach unten bewegen. Deswegen ist es wichtig, dass, wenn wir den Hubschrauber neigen, dann, dass wir auch mehr Gas geben. Sonst würde der Hubschrauber wieder nach unten sinken, also so schräg nach vorne fliegen. So, und nach den Seiten genau das gleiche. Wenn der seitlich fliegen soll, dann wird er seitlich gekippt. Wenn er nach da fliegen soll, oder wenn er nach da fliegen soll, wird er so seitlich gekippt. Oder wenn er umdrehen soll, dann wird er so seitlich gekippt. Du merkst schon bestimmt an der Erklärung, das ist nicht so einfach, Hubschrauber zu fliegen. Weil man muss hier ganz schön genau steuern und die Kräfte also gegenseitig genau austarieren, damit man das richtig steuert. Wenn du schon mal so einen funkferngesteuerten Helikopter geflogen bist, dann weißt du auch, wie schwer das ist. Aber wir wollen es ja realistisch haben, also müssen wir es so machen. Ich stelle jetzt hier die Achsen wieder zurück auf 0 und schiebe den Hubschrauber wieder runter. Zuerst mal müssen wir uns jetzt natürlich wieder einen Input holen, und zwar den Input fürs Neigen des Hubschraubers. So, wir holen uns wieder ganz normal wie vorher das Gamepad, gucken, ob das Gamepad da ist, und dann holen wir uns den linken Joystick und den rechten Joystick. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie noch Variablen haben, die uns angeben, wie stark wir jetzt den Hubschrauber neigen wollen. Und die machen wir uns oben als Felder. Und das sind jetzt Roll, Pitch und Yaw. Roll ist jetzt also so eine seitliche Drehung. Pitch ist, wenn die Nase nach vorne oder nach oben geht. Und Yaw wäre eine Drehung um die Y-Achse. Also quasi um sich selbst, dass der Hubschrauber um sich selbst dreht. Und die müssen wir jetzt natürlich noch zuweisen. Hier unten im Input. Also wir nutzen dazu den linken oder rechten Joystick jeweils. Und weil das jetzt alles ein bisschen kompliziert ist zu wissen, welcher Joystick ist es jetzt beim Steuern und so weiter, machen wir das jetzt so, dass wir uns das mal hinschreiben und uns gleich ein paar Werte ausgeben, damit es sich ein bisschen leichter fliegt. Dafür nehmen wir hier unten OnGUI, das ist eine Methode von MonoBehavior. Da können wir also direkt Schrift oder auch andere Grafik auf dem Display ausgeben. Gucken wir uns mal an, was da passiert. Erstmal setzen wir uns die Schriftgröße hier auf 30. Die ist standardmäßig eher so 16, glaube ich, oder 14 sogar. Dann setzen wir uns die Schriftfarbe auf schwarz, die wäre standardmäßig weiß. Dann geben wir uns die Höhe aus. Da habe ich jetzt einfach Transform Position Y, also die Y-Position des Hubschraubers genommen. Hier ist ein bisschen Abstand um 10 Pixel, damit wir da ein bisschen Luft haben zwischen den Schriften hier. Dann ist hier die jeweilige Motorforce ausgegeben und der Hinweis, dass es der linke und rechte Trigger sind, die die Motorkraft steuern. Dann haben wir hier nochmal vom Hubschrauber die Achsen ausgegeben. Jetzt müssen wir hier natürlich noch den Steering Input, also das Lenken quasi, aufrufen. Und zwar hier oben im Update. So, und jetzt müssen wir natürlich hier noch überhaupt dafür sorgen, dass hier irgendwas beeinflusst wird. Im Moment haben wir nur die Kraft nach oben. Das heißt, wir müssen unser Hubschrauber jetzt drehen. Dieses Add Relative Torque, was ich hier verwendet habe, macht jetzt eigentlich das gleiche wie das Force. Relativ heißt, dass es sich also auf die lokale Rotation hier bezieht und hier auf die lokale Position bei Add Force. Nur nicht als Bewegung in eine bestimmte Richtung, sondern als Drehung. Und jetzt haben wir hier also Vector Right mal Pitch. Das heißt, der dreht sich jetzt auf der X-Achse und wird hier multipliziert mit dem
Pitch-Wert, den wir hier über das Input einstellen. Das gleiche hier für Roll auf der Z-Achse und für Yaw auf der Y-Achse. So, jetzt ist es natürlich hier ziemlich schwierig einzustellen, das Ganze. Deswegen wird es besser sein, wenn wir hier nochmal irgendeinen Wert reinrechnen, um das fein einstellen zu können. Irgendeinen Sensitivity-Wert. Ich nenne es mal Steering Sensitivity. Und das Feld brauchen wir natürlich noch und das wollen wir einstellen. Deswegen muss es wieder Serialize Field sein hier oben. Steering und das Steering Sensitivity. Und jetzt müssen wir das testen können. Gucken wir mal. Zuerst müssen wir natürlich die Sensitivity hier noch einstellen. Ich stelle die jetzt mal auf 30. Und nach vorne neigen. Also mit dem rechten Joystick. Siehst du ja auch schon hier. Der Wert ändert sich. Der kippt nach vorne. Der Hubschrauber fliegt nach vorne. Und wenn wir jetzt die Kraft wieder rausnehmen, dann landen wir auch ziemlich unsanft, weil ich das nicht so gut kann, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das ganz gut hin. Jetzt kippe ich den also mit dem linken Joystick zur Seite, nach links, der Wert ändert sich. Jetzt siehst du, der dreht auch nach links wirklich ab. Jetzt drehe ich wieder ein bisschen zurück. Jetzt kommt der Z-Wert auch wieder zurück. Das neigt sich jetzt wieder, aber jetzt kommen die Berge. Jetzt gibt es gleich einen Crash. Okay. Also das funktioniert. Und das letzte, was wir noch testen müssen, ist jetzt die Drehung um die eigene Achse, also das Yaw, das Y um die Y-Achse. Das lasse ich den mal rechts rumdrehen. Siehst, der dreht sich jetzt auch wirklich rechts rum. Sehr langsam, da müsste man jetzt die Sensitivity vielleicht noch ein bisschen hochnehmen. Aber an sich funktioniert es. Also wie gesagt, Hubschrauberfliegen ist nicht so leicht, aber man kriegt es hin mit ein bisschen Übung. Jetzt wollte ich noch eine Sache machen und zwar wollte ich unserem Hubschrauber noch ein bisschen Beleuchtung geben. Der hat nämlich unten so ein schönes Licht unten dran hier. Bauen wir ihm noch eine Lampe ein und zwar einfach einen Rechtsklick hier auf das Spotlight und dann bei Light Spotlight. Jetzt haben wir hier unser Spotlight. Noch die Lichtfarbe zum Beispiel einstellen. Ich mache die mal ein bisschen gelblich. Und dann können wir hier das Range noch einstellen, quasi die Reichweite von unserem Licht. Und dann auch die Intensity, die Lichtstärke. Okay, und jetzt müssen wir das Licht bloß noch schalten. Und ich habe jetzt hier noch eine weitere Input-Methode hinzugefügt. Dieses Slide, die Variable, die müssen wir noch machen. Die haben wir noch gar nicht, machen wir gleich. Auf jeden Fall wieder das gleiche in grün wie oben. Wir holen uns das Gamepad, gucken, ob das Gamepad da ist. Und dann gucken wir nach den Button. Bei hier ist es der Button West und der Button East. Also der linke und der rechte Button wären das dann. Das wäre so das Quadrat und der Kreis auf dem Controller. Also das Slide müssen wir noch machen. Da gehe ich mal hoch. Jetzt hat er hier einen Kringel drunter und sagt, dass ein vererbter Member ausgeblendet wird. Also es wird hier irgendeine Variable, die geerbt ist, schon verwendet. Und wenn wir hier nicht die quasi überschreiben wollen, müssten wir uns einen anderen Namen suchen, nämlich mal Spotlight. Und hier unten müssen wir jetzt entsprechend in der Input-Methode auch das Spotlight verwenden. Das heißt also Spotlight.setActive. setActive setzt jetzt einfach nur das Licht aktiv, also schaltet es ein, beziehungsweise setActive False schaltet das Licht wieder aus. Jetzt müssen wir das Slides Input natürlich noch aufrufen. Du siehst, das ist hier so ein bisschen dunkel, das heißt, dass es gar nicht benutzt wird. Das machen wir hier im Update wieder. So, jetzt können wir testen, das Licht ist an. Wenn ich jetzt also auf den Kreis drücke, geht es aus. Auf dem Quadrat geht es wieder an. Passt. Gut, dann machen wir nochmal einen kleinen Rundflug. Also, wunderbar. Scheint gut zu funktionieren. Du kannst selber mal ausprobieren, kannst gerne auch Fragen stellen.
einfach bei YouTube in die Kommentare, antworte ich immer gern drauf. Und dann hoffe ich, dass du mir vielleicht ein Abo gibst, wenn dir das Tutorial gefällt. Oder mindestens vielleicht ein Like. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.